Hallo Leute, hier ist wieder Klaus von der älteren Generation mit seinem Kartoffelhof oder Kartoffelfeldern in Helvenport. Ich habe also jetzt hier expandiert. Ich habe hier die 3 Felder in Helvenport, dann gehört mir das LS19 da hinten und mir gehört da hinten das schon Grundstück auch noch, 23. Das ist meine Neuerwerbung. Also, schau ich mal, was wir heute machen müssen. Tagesprogramm. Also, ich habe überall Kartoffeln angebaut. Und da müssen wir weiter abhängen. Da will ich eine Helferangabe machen lassen. Die 2 Felder müssen gedüngt werden. Und dann kann ich die bald auch abernten. Okay, das heißt, ich muss heute das Feld abernten und das neue. Und dann machen wir morgen das Feld. Und die 2 muss ich dann düngen noch. Oder? Normal. Also, das Feld abernten, die 2 Felder düngen, 24, 25 und ja gut, fangen wir an, wir haben schon wieder spät, ich habe lange geschlafen heute, hier ist zu viel gefeiert, ich habe hier den aber von 23 gefeiert und also, schauen wir mal, wo ist mein Traktor, da ist der eine Traktor, da ist der Traktor, da ist der. Was ist denn da drin? Da ist der Dünger drin, ne? Da ist der Dünger, ja. Da ist der Dünger. Der Mineraldünger. Und welches Feld sollte jetzt gedüngt werden? Die beiden hier. Also fangen wir mal ein Stückchen weiter. Nur so. Fangen wir mal ein Stückchen weiter. Das Feld muss also gedüngt werden. Und das erste auch, das ist Nummer 26. Ne, 25 ist das hier. Und die 25. Manche gucken vielleicht, ich habe vielleicht so. Und dann kann ich den Helfer das machen lassen. Reicht der Dünger noch? Ja. Der Dünger sollte ausreichen, also einmal Marsch. Helfer Marsch. Hier einschalten. Und dann Helfer Marsch. Helfer will nicht. Warum nicht genau? Weiß ich nicht genau. Ich nehme nicht auf. Und jetzt sollte der Helfer übernehmen. Ja, jetzt nimmt über. Okay. Kann der Helfer also dieses Feld hier bearbeiten und der Helfer hier soll das Feld weiterarbeiten. Der soll das Feld weiterarbeiten. Machen wir einstellen mal. Muss man einschalten, so. Dann so geht es jetzt nicht. Abgesehen dieser eingeschaltet. Achso, da steht der andere da hinten. Okay, dann müssen wir den mal eben wegfahren. Den jetzt hier. Da sind 20 Kartoffeln drin. Achso, die habe ich gestern eigentlich weggefahren. Aber das hat der gestern nicht angenommen. Muss ich also heute nochmal wegfahren? Ich dachte, ich hätte die gestern Nacht noch weggefahren. Also fahren wir die Kartoffeln noch weg und dann kann der Helfer in der Zwischenzeit mal weiterarbeiten. Ach, der ist schon fertig, ja? Ja, Moment, das geht hier hoch hier. Was macht der jetzt hier? Okay, Helfer hat die Arbeit beendet, Dankeschön. Und dann fahren wir runter. Kann natürlich das andere Feld unten düngen. Der Helfer soll ja gar nicht jetzt da zur Ruhe kommen. Wird er das Feld hier düngen. Okay, hier fangen wir jetzt an. Okay, wir sind. Und dann kann er das düngen, einschalten und Marsch.
Okay, haben wir. Dann müssen wir wieder, der ist jetzt auch in Arbeit, okay. Hat der noch gar keine Pause gemacht, oder? Okay, jetzt kann ich mich also auf den aufsetzen, auf den Traktor setzen, den nicht auf den und die Kartoffeln wegfahren. Wo fahre ich die Kartoffeln hin? Wo ist ein guter Kartoffelpreis? Ich dachte, ich hätte die gestern Abend schon weggefahren, aber scheinbar da haben wir einen guten Kartoffelpreis, ja. Der Speicherzentrum immer noch. Okay, dann fahren wir dahin. Das Speicherzentrum. Ja, wieso habe ich jetzt hier noch 20.000 Kartoffeln drin? 20.000 Liter? Verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. Die wundersame Vermehrung. Schon wieder, Herr hat irgendwas erfolgreich beendet, super. Hat das andere Feld gedüngt jetzt? Ja. Wenn das andere Feld gedüngt hat, dann kann er eigentlich anfangen. Momentum, hier sind wir. Den hätte ich eine andere Farbe kaufen sollen, die besser ineinander halten zu können. Okay, jetzt fahren wir den jetzt mal darunter. Dann haben wir den jetzt gedüngt, das Feld, ne? Und jetzt fahren wir den mal weg. Fahren wir den hier so rein. Muss ich jetzt hier rein? So, fahren wir hier so hoch. Und dann stellen wir den hier hin. Okay. Damit wir das hier wiederfinden, dann hängen wir den jetzt ab. Und dann können wir jetzt den Grubber, den Tiefenlockerer, den können wir mal anhängen. Und da sind wir, okay. Dann hängen wir den. Haben wir. Und am anhängen. Haben wir. Und dann kann er jetzt das neue Feld, das gerade da hinten abgeerntet wird, das kann er dann vorne schon mal anfangen zu rubbern. Wenn er sich in den Weg kommt, ja. Gehen wir mal jetzt rein. Dann kann jetzt das Feld hier schon mal rubbern. Und ja, macht er das, senken wir das ab hier. Den senken wir ab. Und dann können wir den Marsch machen. Der Marsch, okay. Das heißt, die eine macht die erntet die Reihe ab und der macht die neue Reihe. Okay, und ich bin jetzt hier auf dem Weg, dazu die Kartoffeln zu verkaufen. Und dazu muss ich zum Gemeindezentrum fahren. Das mache ich jetzt gerade mal. Das gibt nicht mal 8.000. Was haben wir auf dem Konto? Momentan 33.000. Habe ich auf dem Konto? Wie kann das sein? So viel? Moment, 33.000 brauche ich doch gar nicht. Wo ist mein Kontostand? Da. Also, da kann ich 385,95 habe ich. Da möchte ich hier noch ein bisschen Kredite zurückzahlen. So bei 8.000 haben wir 370 und dann geht's mal weiter. Also, jetzt fangen wir diese Summen. Und dann kann es natürlich sein, dass zwischendurch vielleicht die Helfer irgendwie Probleme haben, aber da soll mich dann nicht weiter kümmern. Und
wenn jetzt der Helfer mit der Ernte fertig ist, dann setze ich ihn gleich in das neue Feld oder ich fahre vielleicht selber erstmal das neue Feld ab, um mal zu sehen, wie da so die Verhältnisse sind und das mal zu sondieren da, wie sich das kartoffelmäßig da so ausnimmt. Machen wir jetzt hier um. Also jetzt fahre ich zum Getreidespeicher. Den kenne ich mittlerweile. Jetzt auf der ersten Seite das Riesenfeld. Also einerseits beneide ich den Bauern, der so ein großes Feld hat. Andererseits habe ich den ganzen Horror dafür, sowas ernten zu müssen, abernten zu müssen. Da bist du 2-3 Tage beschäftigt nur mit dem Abernten. Also, ich meine, das sind Techniken, also die muss ich dann auch vielleicht irgendwie erweitern. Also ich mache jetzt ein Landwirtschaftspraktikum. Ich bin ein Städter eigentlich und habe von Landwirtschaft null Ahnung. Und bisher auch nichts damit zu tun gehabt. Und jetzt mache ich mein Landwirtschaftspraktikum. Hatte also bisher immer so ein Einzelbauerpraktikum, dass ich also erstmal versucht habe, alle Tätigkeiten möglichst selber zu machen. Und jetzt kommt das Farmpraktikum. Also innerhalb so, innerhalb also was haben wir? 6 Stunden, okay. Nicht so besonders, aber was sollen wir machen? Der Preis für Ergometer ist wieder gefallen. Ich weiß nicht, ob es mehr das an mir liegt, weil ich habe eigentlich nicht so große Mengen, dass ich den Markt beeinflussen kann. Jedenfalls gehe ich mal davon aus. Und ja, jetzt fangen wir mal wieder zurück. Also hier links haben wir das große Feld. Das größte Feld hier. Ich vermute mal vom meisten Bauer. Das kostet allein schon 1,25 Millionen. Also 1.250.000. Und ja, ich weiß nicht, ob man mit dem Feld glücklich wird. Da brauchst du wieder andere Maschinen oder ich habe es mit ein bisschen kleiner, ein bisschen übersichtlicher und da brauchst du dann vielleicht auch mehrere Erntemaschinen. Also jetzt sind wir wieder zu Ravenport runter, zu meinem Nest da. Und hier oben die Felder auf der rechten Seite, die gefallen mir auch gut. Jetzt noch ein schönes großes Feld da hinten, Nummer 22. Vielleicht hole ich mir das als nächstes. Also ja, gestern war es also so, dass ich hier erstmal was geerntet habe. Am Montag können wir den gleich ruhig wegstellen oder weiß ich nicht so genau. Kann man den jetzt erstmal dahin, wo der immer steht, den Stammplatz hier. Okay, der Traktor 2 holt aber auf hier. Der haut aber rein hier die zweite. Und was macht der andere da? Hängt der fest oder der dreht sich?
Der andere stocht hier die Bahn ab. Der Helfer hat einen fast vollen Grundtank. Okay, dann fahren wir mal zum Helfer. Schon mal so in die Richtung. Und wenn dann die 80% voll sind, dann werden wir den abtanken. Ja, also ich muss jetzt lernen, die Helfer hier einzusetzen und das mache ich ja gerade. Ich habe zwei Helfer jetzt an einem Feld sitzen und der eine nennt ab, der andere erobert das Feld und das sieht dann hier so aus. Man sieht ja zusammen, das Blaue wird größer und das Rote wird kleiner. Also 2 Felder. Was hat der Grundtank? Was hat der Grundtank? Bleibt er sowieso wieder da hängen, ne? Oder? Schafft er die Kurve? Sieht so aus, als wenn er es schaffen würde. Das sieht so aus, als wenn er es schaffen würde. Wunderbar. Also, der andere stocht da entlang. So, können wir schon mal uns in Bewegung setzen. Wohin fahren wir? So, schon mal in Bewegung. Ich war hinter denen. Wenn die jetzt fertig ist, das ist dann gleich, wie heißt es schon? Das nenne ich Timing. Das nenne ich Timing hier. Das nenne ich Timing. Okay. Super. Jetzt wird er aufgetankt. So geht das jetzt nicht. Jetzt geht es ja. Aber 10.000 haben wir 50.000 gestern nicht rausgeholt. Und jetzt schafft er vielleicht nochmal 6.000. Ja. Also, okay, ich stehe im Weg, gehe ich hier ein, mach schon Platz, dann fahren wir hier weg, und ja, ich möchte dann natürlich das trotzdem abtanken, naja, auch wenn der noch nicht ganz voll ist, dass ich den da hier einsetze, dann hier abtanke und damit ich sehe, wie viel Tonnen jetzt der auf dem anderen Feld holt. Also hier sind 56 Tonnen, 2x20 habe ich jetzt gemacht und jetzt 10 und dann kommen vielleicht nochmal 6 Stück dazu. Und ja, also meine Arbeit ist eigentlich die des Gasmans, aber ich komme gar nicht dazu, weil ich hier dauernd die Helfer einsetzen muss. Und meine Helfer kann ich nicht zum Gasman einsetzen. Das ist eine Tätigkeit, die kann nur ich machen. Und damit verdiene ich auch gutes Geld. Also der Helfer B wird durch Objekt blockiert. Ja, hier, der andere wird blockiert, okay. Wenn man das so, hier wurde das blockiert. Er wurde blockiert. Okay. Da kamen die sich ins Gehege.
Der fährt immer so, dass er genau 2 Stück mitnimmt und nicht 3. Und der sollte eigentlich 3 Stück mitnehmen, nicht 2. Jetzt fährt der da um die Kurve. So, jetzt bleibt die hängen, denke ich. Bleibt die hängen. Und dann hier. So, ja. Okay. Und jetzt bleibt er gleich hängen hier. Ja, schafft er das? Schafft er das? Schafft das? Die Aura. Schafft das? Jetzt so hier mal stoppen. Ich möchte mal übernehmen hier. Ich will nicht, dass sie hier mal die rein einzufährt. Also 3 Stück nehmen. So. Und dann einmal absenken. Und dann einmal fahren. So. Jetzt habe ich 3 Stück hier. Und der schafft das 3. Dann wollen wir ein bisschen schneller, fährt ja wohl nur eine Reihe. Und bleiben vielleicht ein paar stehen, ist egal. Aber wir haben dann die Reihe durch. Die haben wir dann ab, dann haben wir noch 2 stehen. Und ja, und jetzt hängen wir fest hier, ne? Oder? Jetzt hängen wir fest hier. Dann fahren wir die bis zum Ende durch, bitte. So, noch ein Stückchen. Dann machen wir den aus. Dann ziehen wir den hoch. Und dann können wir jetzt hier mal sehen, wie das wir hier so rumkommen. Und dann drehen wir so eine Kurve. Dann fahren wir hier das Feld rein. Und dann fahren wir das ab hier. Dann fahren wir das ab. Und dann absenken und Marsch. Okay. Dann haben wir das Feld. Und dann haben wir hier gleich wieder 15 Tonnen. Ja, 55 habe ich heute also. Und dann fahren wir mit dem gleich rüber. Oder dann denke ich den gleich ab. Also 55 Tonnen ist doch ein super Wert. Und das wird gleich bearbeitet. Und wenn er damit fertig ist, kann er das gleich hier setzen. Wo ich jetzt an dem vorbei? Ich weiß nicht genau. Sieht so aus, ja, super. So, Helfer wird blockiert oder nicht mehr, ne? Das war's doch. Okay, dann können wir den mal ausmachen. Machen den hoch. Und dann machen wir ein Stückchen zurück. Dann fahren wir da runter. Dann fahren wir da runter. Und da brauchen wir jetzt hier den Grundtank. Wo wird der ausgefahren? Auf der rechten Seite, glaube ich, ne? Mal hoch. Hier auf der rechten Seite. Und auf der linken. Ja, auf der linken hier. Hier stehe ich, muss ich dann mich daneben so stellen, damit der gleich hier anfangen kann. Ne? Okay. Dann wechseln wir mal kurz auf den hier.
Dann fahren wir da mal so kurz runter. Dann nehmen wir den hier mit. Wenn das so klappt, wie ich mir das vorstelle. Gut, schaffe ich. Ja, das heißt also, der hat 15 Tonnen jetzt aus dem Feld rausgeholt. Und damit fahre ich jetzt mal hier an die Seite. Dann kann ich den anderen gleich mal übergehen. Auf den anderen. Auf den möchte ich nicht, auf den nächsten. Auf den möchte ich eigentlich, genau. Ich muss aber mal gerade, so kleine Jungs, dann komme ich wieder. Ja, so, weiter geht es. Hier sind wir. Weiter geht es. Mikrofon anschließen. So, haben wir auch gut. Und dann müssen wir mal ein Stückchen weitergehen. Weiterfahren, so. Also, dann fahren wir jetzt mal zu dem anderen Feld da hinten hin. Zu dem neuen. Dann möchte ich dann den Gruppe ansetzen. Mal sehen, wie weit der kommt. Wie weit der fahren kann, wenn ich ihn also hier dann sitze. Oder quer, weiß ich noch nicht genau. Wie setzt man den am besten an, dass ich die Felder abfahren kann? Vielleicht, vielleicht so, Momentum. Da haben wir so ein großes Feld. Also hier muss man rein. Und hat der hier Platz zum Wenden oder hier hat er genug Platz, aber auf der anderen Seite weiß ich nicht so genau. Dann fahren wir so hoch, so. Dann fahren wir so runter. Dann fahren wir da unten rein, schub. Dann fahren wir so unten rein. Stückchen, schub und so. Hier möchte ich manchmal so reinfahren. Stopp. Dann wieder zurückfahren. So, ist mir hier so lang gefahren. Hier haben wir den, ja. Dann kann ich den fahren. Und dann sehen wir mal, wie weit der kommt. Okay, einmal trinken. Das Rohr muss dann gefahren werden, okay. Fangen wir das Rohr an. Mit der ausgehenden Rohr kann man noch schlecht arbeiten. Sag ich mal, denken wir das ab. Und dann tun wir Marsch fahren. Okay. Helfer übernimmt die Regie. Und ich wechsle mal auf den Traktor, den anderen auf den. Und dann fahre ich mal die 16.000 Tonnen. Wo kann ich hinfahren? Hier oben, hier zum Hafen. Sind wir bei der Kartoffeln. Der Preis ist jetzt im Restaurant besser. Also fahren wir zum Restaurant. Da wollte ich sowieso hin. Also auf zum Restaurant damit.
bringen die Kartoffeln und dann sehe ich noch, was auf dem neuen Feld passiert. Ob sie da hinten die Kurve nimmt oder nicht. Ja, also, der nimmt die Kurve sehr gut. Der nimmt die Kurve. Jedenfalls scheint das so. Ja, ein neues Feld, also das Feld bisher, mein größtes Feld bisher, schafft also so 55.000 Liter Kartoffeln, die Nummer 19 und jetzt Nummer 23, weiß ich nicht genau, vielleicht muss ich über die 60 rüber, ist ein bisschen größer. Ja, hier sind wir, wo wir dann hier auch die Kartoffeln abladen, okay, laden wir die Kartoffeln ab hier. Was gibt's? 4.400, okay. Haben wir also schon 10.000 heute eingenommen. Und dann fahren wir jetzt hier wieder zurück. Dann beobachten wir mal den Helfer bei der Arbeit. Und dann kann ich auch gleichzeitig. Also, Helfenport finde ich ist die schönere Karte, so landschaftlich. So viele gewundene Straßen, so, das gefällt mir besser als diese schnurgerade, so mit dem niedergezogenen Straßen, ein Felsboden und so. Die Karte gefällt mir nicht so gut. Also bin ich halt nicht gefahren, ich kenne mich dann nicht aus, aber die Karte habe ich gesehen, die gefiel mir sofort, auch in dem Wasserfall und so. Wo sind sie? Wo ist mein Fall? Da ist der Fall. Okay, also haben wir einen Theater schon mal geschafft. Dann können wir den vielleicht so gleich hier lassen, weil wir dann hier gleich quasi auch irgendwann mal aufladen müssen. Und dann können wir mal rüberschauen, was wir da anmachen. Das geht hier ab. Der ist also fertig hier. Der hat das Feld durchgearbeitet. Dann können wir den wegfahren. Rüber. Und dann kann der das Feld hier besehen. Kann der da den Samen drauf fahren, die neuen Kartoffeln. Also ich bin ja da damit beschäftigt, meine Leute hier einzusetzen. Meine Leute ist gut, ne? Das hört sich so an, als wenn ich jetzt hier okay. Und dann holen wir mal die Düngermaschine, die Sämaschine, die steht jetzt hier. Und dann werden wir die mal anhängen. Also ich habe immer Probleme da vorne und hinten miteinander zu halten. Hier muss ich rein, da muss ich rein, genau. Und den habe ich immer wieder ein bisschen anders gehabt hier. Hier muss ich also rein. Denkst du nur. Dann bist du weiter, jetzt fahren wir zurück. Und jetzt haben wir drin, okay. Jetzt haben wir einen Angang. Ja, Dünger und Kartoffeln sind noch da. Also auf zum Feld. Kann das Feld da mit Kartoffeln gelegt werden. Das ist ein fleißiger einer hier. Ein fleißiger Mann, ein fleißiger Helfer. Und den will ich sogar eine extra Prämie haben. Der hat das zügig jetzt okay.
Beziehungsweise, stopp, 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 stopp. Und so. Und dann können wir den einschalten, den absinken. Dann können wir hier Marsch machen, ne? Okay, machen wir. Super. Was mache ich? Könnte jetzt mal ein bisschen Gas mähen, wenn ich dazu noch komme hier. Also muss ich auch wieder den einschalten, absinken, dann den einschalten, absinken und dann kann ich Gas mähen. Aber wo? Wo haben wir noch Gras, das noch nicht abgesät worden ist? Kann ich da drüben noch mähen oder? Wo war ich gestern nicht? Also, das war eine Idee. Und die Frage ist, kann ich hier mähen oder nicht? Ich möchte zumindest ein paar Ballen, 10 Ballen hier machen heute. Wenn ich den 10 Ballen mache, werden die Leute arbeiten. Jetzt habe ich ein bisschen Ruhe, bis der da hinten die 10 Tonnen reingefahren hat. Und ja, auch wenn nicht. Und hier habe ich jetzt gerade Ruhe. Der Seite, da kommen mir keine Helfer in die Quere, das heißt, hier kann ich in Ruhe das Gras mähen und dann die Ballen ansammeln und so und hinlegen, ohne dass ich darauf achten muss, dass jetzt die Sachen dem Helfer in die Quere kommen und ich dann wieder schnell umjustieren muss, um die Sachen dann quasi, ja, um die Sachen freizuschaufeln, damit der Helfer weiterarbeiten kann. Also das ist hier diese Abstimmung, die ich machen muss. Und das fällt mir noch ein bisschen schwer, weil es ist nur neu für mich. Ich bin jetzt lieber so der Einzelarbeiter, der alles unter Kontrolle hat, der eigene. Und ja, das meinte ich da mit dem Wasserfall und so. Das fand ich direkt von Anfang an eine sehr schöne Landschaft, obwohl ich jetzt da eigentlich auch nicht bin. Ich fahre nur die Felder hinab. Also von daher habe ich jetzt von der Landschaft so viel auch nicht, aber ich fand das einfach schön. Und auch hier der Hang, der Berg und so. Ja, und die Bäume, ja, die Bäume lasse ich auch erstmal, obwohl vielleicht der eine oder andere Baum einem im Weg steht und da wird es vielleicht ins eingebracht, den mal vielleicht mal zu kürzen oder wegzufahren. Welcher wäre das? Der Baum hat eine wichtige Funktion. Ich möchte nicht einfach hier die Bäume killen. Für nichts und wieder nichts. Für Geld schon mal gar nicht. Da der zum Beispiel jetzt, auf den wir drauf fahren, der steht ja ziemlich im Weg, ne? Den können wir zum Beispiel abernten jetzt hier. Wenn wir den, okay, dass wir vielleicht mal rechtzeitig runterfahren und vielleicht auch rechtzeitig an den Ballen auswerfen. Wir wandern ganz so weit. Und dann können wir jetzt hier runterfahren. Dann fahren wir jetzt hier runter. Ja, hier liegt schon vorhin, habe ich hier schon nichts eingeladen. Und der Baum nicht. Also jetzt können wir hier umfahren. Soweit natürlich auch nicht, aber ja, es läuft alles sehr gut. Die Leute arbeiten, die Helfer und der Chef verdient Geld mit Ballen. Als Grasfresser hier, als Grasdieb. Das ist natürlich mein Gras, aber trotzdem. Also mein Gras heißt, das wächst auf meinem Grundstück.
Und von daher leite ich daraus so einen Eigentumsanspruch ab, das Gras hier gnadenlos abzuernten. Und das mache ich jetzt hier auch wieder. Jetzt können wir da reinfahren. Hier rein. Und dann können wir hier auch nochmal Gras ernten, wenn hier welches ist. Aber mir scheint das Gras hier, das gibt dann auch langsam den Geist auf. Da war so ein Stehen, ein Ballen, und dann gucken wir mal das nächste Feld hier abfahren und das Feld hier ab. Fahren wir das Feld ab. Okay, haben wir den einmal Z. Einmal Z. Also 10.000 haben wir schon von den Kartoffeln her bisher heute. Wir haben 18 Uhr gleich. Ja, der Tag ist schon wieder vorbei. Ja, ist egal, dann machen wir morgen weiter. Kein Problem. Dann machen wir morgen weiter. Und wir müssen ja nicht alles an einem Tag abernten. Was wir nicht schaffen, schaffen wir halt nicht. Nur, dass wir so viel erstmal haben, um die Grundkosten zu haben. Um die Kosten zu senken, dass die Fahrer bezahlen können. Für die Fahrerlöhne sind über 4.000 Leute fertig, schätze ich mal. Für die 2 Fahrer. Und da ist wieder einer voll. Okay, weiter geht's. Weiter geht es. Ja. Zweite Runde. Muss ich aber nicht schon vorbei hier. Und den irgendwie mitnehmen. Hier sind wir. Was sind die Felder hin? Platz hin und her. Super. Und dann fangen wir die ab. Dann machen wir das Ganze ab. Und wir rein. Hier rein. Okay. Und dann haben wir die Reihe. Und nochmal auch. Ja, warum nicht? Warum nicht? Jetzt. Wieder mal hoch. Dann fangen wir nochmal hoch. Moment. Wie sicher, wie die Menge Gas hier wieder. Das ich vorhin nicht mitgenommen habe. Hier. Das saugen wir jetzt auf. Und dann können wir vielleicht den auch nachfahren. Dann nehmen wir den auch noch mit. Dann können wir ihn hineinabpassen. Und dann fahren wir ihn nochmal um. Also das ist jetzt ein Fettgold. Und wir fahren jetzt hier rum. Und da kann ich vielleicht gleich auch weiterfahren. Zu meinem Grundstück, zu meinem Scheunengrundstück. Wobei unklar ist, wo das anfängt und wo es aufhört. Ein Scheunengrundstück. Das hatte ich vergessen, schon das Problem, dass ich dann nicht genau wusste,
wo ist mein Grundstück und wo, also hier wollte ich gerade was mitnehmen, aber jetzt kommen wir hier so um und dann kommen wir hier um die Ecke, dann haben wir den Rand ab. Was haben wir? Jetzt haben wir 19 Uhr. 19 Uhr haben wir wirklich wieder dunkel. Und ich wundere mich, dass der Helfer noch nichts sagt. Aber ich fahre jetzt erstmal hier die weiter. Und so der Helfer Pause machen, schicke ich den nach Hause. Kann der morgen weitermachen. Aber die Felder sind schon mal vorbereitet. Und die nächste Ernte, die Felder vorbereitet mit meinen Ressourcen hier. Und die ganzen Gasballen jetzt hier, um die Löhne zu bezahlen, die habe ich jetzt auch schon mal gleich zusammen. Ich weiß nicht wie viel, aber das bald reichen, denke ich. Okay, nächste Runde. Ja, also der Fahrmanager, wir hat einen vollen Druckkontank, okay, dann fahren wir mal dahin und dann laden wir mal den vollen Druckkontank ab. Denken wir mal ab hier. Also bisher hatte das hier tatenlos genommen und jetzt möchte ich drunter sein, drin, okay, der Tab. Also da sind wir blockiert, okay, machen wir schön davon, blockiert dann nicht weiter, dann stellen wir uns hier hin und dann können wir weiterfahren, weiter Gas fahren, das ist auch fertig. Dann fahren wir mal weiter hier, Monitor, muss dann wieder einschalten, denken, wechseln, einschalten und weiter geht es. Ja, das ist so der Nachteil jetzt hier, dass jetzt hier dauernd also immer darauf achten muss, dass ich da war wir schon abgemahlen, schon da liegt das fertige schon wieder im Gas hier, dann fahren wir jetzt die zweite Runde ab hier. Ja, hier liegen also 3 Stück, da kann ich auch wieder einen mitnehmen hier, 3 Stück liegen hier und wie viel haben wir noch? 3 und Bezug Nummer 4. Und der ist fertig oben. Ja gut, dann kann er eigentlich Fahren machen. Dann kann man Fahren machen. Brauchen wir nicht mehr. Können wir den wegfahren. Mit dem, wo wir runterfahren, fahren wir das runter. Und wohin unten? Ja. Wo der vorher auch stand, ne? Hier sind wir hier, warum wollte ich den hinstellen immer? Hier oben, ne? Hier habe ich den mitgenommen für ihn.
Wir stehen hier jeden Stelle hier rauf. Das ist dann die Stelle in der Richtung. Okay, abhängen. Super, haben wir. Geht's weiter? Ja, weiter können wir im Moment können ich vielleicht die Nose anhängen. Mit den Nose anhängen. Wenn mal was Neues, dass ich mal mit dem hier versuche, die Ballen einzufangen. Hier liegt nichts, hier liegt kein Ballen. Okay. Das mit dem jetzt geht das so, dauert natürlich alles ein bisschen länger. Aber das spielt ja keine Rolle eigentlich. So. Weiter bitte. Ja, haben wir. Hier anhängen. Und dann können wir mal sehen, wo wir jetzt hier Ballen haben. Ballen, wo seid ihr? Da oben will ich einer. Das sehe ich schon. Hier liegt keiner. Sobald ich das sehe, also fahren wir mal da oben hin. Tun wir den da ab. Die Nummer 1, dann klappt man das mal ein. So. Das heißt, du bist der Erste. Du bist meine Nummer 1. Und dann bist du meine Nummer 2. Du bist die Nummer 2 hier. Ja. Und dann haben wir hier Nummer 3. Du bist meine Nummer 3. Und du bist die Nummer 4. Okay, jetzt 4 Stück haben wir. Jetzt haben wir dann einigen. Du bist meine Nummer 5. Und Nummer 6 bist du. Du bist Nummer 6. Und du bist Nummer 7. Okay. Du bist Nummer 7. Ein bisschen weiter. So, jetzt haben wir. Und da ist die Nummer 8 drauf. Dann fahren wir ein bisschen weiter. Ne, da wollen wir nicht. Hier wollen wir hin. Dann wollen wir den abwerfen. Fahren wir den erstmal weiter hier. Und dann werfen wir den hier mal ab. Dann werfen wir den hier ab. Dann machen wir noch eine Runde hier. Haben wir noch einmal rum. Hier haben wir schon mal 8 Stück. Haben wir schon mal 8000 Mindestsorte verdient. Ich kann gar nicht spinnen, habe mir wieder nicht eingeschaltet. Jetzt kann ich den nächsten abwerfen, weiß ich nicht genau. Und jetzt müssen wir mal sehen, dass wir da vorne den auch einschalten. Dass wir hier unten nochmal mitnehmen. Die Büschel hier. Ja. Und wo ist jetzt die, da ist die Nummer 8. Da haben wir die Nummer 8. Okay, dann fahren wir gleich rüber. Da haben wir die Nummer 8 jetzt. Dann wenn wir jetzt da die Nummer 8 einfahren. Du bist die Nummer 8 hier, Kamerad. Der kommt ja einfach 40, okay. Und dann haben wir das, können wir den Bewegung fahren. Machen die erste Beine an heute. Ich weiß nicht, was es dafür gibt heute. Aber wird nicht sehr viel sein, schätze ich mal. Aber ist egal. Jedenfalls habe ich auf diese Weise schon mal das Abkuppeln und Ankuppeln vermieden. Und obwohl das jetzt auch schon immer besser klappt, also wie sieht das hier aus?
Die Kartoffelernte geht in vollen Gänge. Tag und Nacht hier. Der arbeitet unermüdlich. Und dann haben wir die Kürzen für die Kartoffelernte auch schon mal drin. Muss man nicht machen so. Für dich geht vielleicht ein bisschen besser. Und dann fahren wir hier so hoch. Ja, mit dem Traktor fährt man auch langsamer. Man braucht so eine Hase. Und so, das sind gute Arbeitstiere. Damit braucht man keine Unfälle. Die sind zwar nicht so gelenkig, aber die erfüllen auch ihren Zweck. Und das ist ja das, worauf es ankommt, ja. Okay, wie sieht es aus jetzt hier? Muss ich sehen oder nicht? Ich weiß nicht genau. Und meine Tüten durch hier. So, dann fangen wir mal den ab. Und was war gerade los? Jetzt war gerade eine Meldung, habe ich nicht mehr bekommen. Da war eine Meldung. Wo wir denken, was kriegen wir jetzt? 10.000 sogar, super. Super Preis heute. Ja. Und dann können wir mal hier einsteigen. Und dann langsam wieder zurückkehren. Wenn sie laufen ist im Moment, dann läuft der, so dass er dann wohl gar nicht hinlaufen soll. So, okay. Also der hängt jetzt fest, der Helfer, oder was hat der? Wir waren die Lohnzahlung gerade, ich weiß nicht genau. Also jetzt haben wir 8.000, nochmal 18.000 oder 18.000 Leute von den Einnahmen. Und ja, aber nur einen halben Tag heute gearbeitet. 15 Uhr haben wir es angefangen. Und was ist jetzt hier los? Was ist hier los? Der Fest, muss mal schauen. Ne, der fährt doch hier. Der fährt doch auch im Dunkeln. Das war wahrscheinlich nur die Lohnzahlung, schätze ich mal. Und der Tank, 15.500, ja, läuft doch. Weiterfahren, weiterfahren. Ja, mit dem anderen, mit dem Waffen, was wir weiter nicht machen. Okay, auch in die Heimat. Dann können wir den abhängen. Du weißt nur der Hinweis vielleicht auf die Lohnzahlung. Ja, dann kriege ich heute vielleicht noch mal den voll. Und dann können wir den jetzt sehen. Im Dunkeln können wir hier sowieso nichts machen. Und hat das Ganze ein bisschen Tag und Tag Zeit, sich zu erholen. Okay, am Abhängen. Und dann fahren wir mit dem hoch. Soweit so gut. Ja, es bleibt mir eine Minute Zeit, um. Da habe ich den Gasbrenner, den brauche ich jetzt hier auch nicht
Damit sind wir hier durch. Ich bin mal gespannt. Wo sind wir denn jetzt hier überhaupt? Hier sind wir, oder hoch oder wo? Ja, den Baum. Hier sind wir irgendwo, ja. Dann stelle ich den nochmal an seinen Platz hier. Okay, gucken wir jetzt runter. Dann stehe ich eigentlich immer hier so in der Ecke. Hier stehe ich immer so in der Ecke. Dann stelle ich mal den jetzt hier auch wieder dahin. Okay. Und gut. Und was haben wir jetzt noch? Ja, jetzt können wir mal Lage peilen. Habe ich einen Moment Zeit. Dann peile ich mal die Lage. Wie sieht die Einnahmesituation heute aus? Das sind 1000 also. Was haben wir bisher? Wir haben 10.000 Euro durch Warenverkauf gemacht und wir haben 10.000 durch Ernte 20.000 und wir haben 2.000 bisher Lohnzahlung. Was sind das da? Saatgut 4.400. Wer hat die Saatgut gekauft? Wer hat Saatgut so viel verbraucht? Ich nicht. Ich dachte, ich hätte das ausgeschaltet, dass der Helfer hier Saatgut kauft. Saatgut kaufen, Helferbeschränkung. Ich hatte ausgemacht. Helferbeschränkung Dünger hatte ich auch ausgemacht. Helferbeschränkung Kraftstoff kaufen. Ist okay. Also, das war jetzt nicht wie geplant, mein Kamerad. Muss ich das dann diesmal überprüfen? Schalte sich dann automatisch selber ein, oder wie? Also so war das nicht geplant. Ich hätte den ausgeschaltet, das weiß ich, aber Helfer hat den Phone-Ton runterhängt, okay. Der ist mir auch keine Ruhe. Wo müssen wir jetzt hin? Wir haben den Tank hintereinander. Jetzt müssen wir mal sehen. Dahin fahren. Da steht der also. Ja, aber der Vollkontank, der arbeitet noch. Wenn 20.000. Aber wie sieht es mit den Kartoffeln? Wir sind bei den Kartoffeln hier. Bei den Kartoffeln mit der Preis wo? Ja, überall Scheiß sind 22 und meistens ist der beste heute. Okay. Und da haben wir den. Ist die jetzt voll oder ist die nicht voll? Wieso fährt der weiter? Der hat einen vollen Tank und der ist noch ganz voll. Also, der hat jetzt 80% voll. Ja, dann kriege ich heute noch einen Ernte weggebracht. Das sind dann nochmal 8.000, 7.000 Euro. Und
6000 leer. 267 sind gerade mal 5000. 5000. Der Kartoffelpreis geht runter. Durch mich oder? Geht der morgen hoch, ist der morgen höher? Also jetzt momentan sind wir also dafür für die Kartoffeln 262. Ja, und wenn ich ihn drin lasse, das sind gerade mal 5200. 5200 und jetzt müsste der Geld soweit sein hier, ne? Und das ist auf der anderen Seite. Jetzt ist der Ball. Okay, dann fangen wir mal so um. Dann fangen wir mal da auf. Dann fangen wir so hin. Und dann fangen wir so drunter. Und das so anfangen. Und wie sieht das aus? Wo ist der? Da haben wir ja. Ja, und dann fahre ich mal kurz zum Restaurant, fahre ich die weg. Jetzt erzähle ich eigentlich, dann haben wir gute Kartoffeln zum guten Preis. Und hier weiß ich, und ja, ich kann die Kartoffeln gar nicht irgendwie lagern. Da bräuchte ich jetzt einen weiteren Anhänger. Und ich wollte mal so 1-2 Tage stehen zu lassen, bis ich wieder einen besseren Preis dafür bekomme. Die Möglichkeit besteht gar nicht. Ich muss den verkaufen, weil der wird ja gebraucht. Ich brauche einen Anhänger, um den wieder zu füllen. Also 20.000 Liter habe ich also im ersten Feld schon mal geerntet im neuen. Und dann machen wir jetzt die Kartoffeln weg. Und dann fange ich auch. Jetzt sind wir schnell da. Und hier, soll ich den abladen. Die Lohnzahlung ist in Ordnung. Meiner macht gute Arbeit, also muss er gutes Geld verdienen. Sehe ich ein. 5200, ja. Wenig heute, aber mir blutet das Herz, aber was soll ich machen? Jetzt hat er natürlich nicht so viel in seinen eigenen Kartoffelbad. Und natürlich klar, ich bin jetzt ein großer Kartoffelbauer. Und in die Ecke. Ja, also ich habe jetzt 5 Felder. Und meine Aufgabe als Fahrmensch ist also zu sehen, dass diese 5 Felder so ja immer bedient werden. Und dass die Arbeit ja nicht, dass ich das gemacht bekomme. Und mir fällt jetzt irgendwo der, wo wird der jetzt hier? Das will nicht irgendwo sein. Wo ist er jetzt hier? Macht der Pause? Oder was ist los? Wo ist er jetzt? Da hinten ist er. Da oben. Da linken Fenster. Ein dunkler Scheinwerfer.
Wir fangen jetzt drauf, weil wir brauchen den ja doch hier. Hier. Okay. Also, können wir hier anhalten. Halten wir an, können morgen weitermachen. Sehr gut gearbeitet für heute Feierabend. Für heute Feierabend haben wir sicher. So. Gut gearbeitet, morgen machen wir weiter, was am Sonntag. Und dann machen wir als nächstes, denken. Und wir auch schon wieder mit dem. Ja, die Eisenbahn. Was soll ich mit der Eisenbahn dauern? Also haben wir 1700, also 20.000 Liter habe ich geerntet, Kartoffeln. Jetzt müssen wir nochmal das Feld gehen. Da ist das Feld, also das Dreifeld, die absenden und der ist von dem. Und das wird schon wieder neu. Da muss ich mal wieder einen neuen Damm drauf fahren, neuen Dünger. Ja, der muss nur, der kommt eine Düngung drauf. Morgen machen wir morgen die Düngung und dann arbeiten wir das Setup und wo wir fertig sind, können wir vielleicht ein Feld hier machen. Okay. Ja, läuft ja gut, also, was haben wir, das ist von der Zeit her, am Feierabend für heute und tschüss, Leute, das war's.